Hattest auch du vorgehabt, Ende des Jahres auszuwandern, aber es klappt irgendwie zeitlich nicht, du wirst es nicht auf die Reihe kriegen und vielleicht verzögert sich deine Auswanderung um ein paar Wochen oder ein paar Monate und jetzt fragst du dich, was sind die steuerlichen Konsequenzen? Ist das ein Problem fürs Finanzamt? Was muss ich machen? Genau mit diesen interessanten Fragen wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Es ist Hochsaison für Auswanderer. Die meisten, die auswandern, wollen dies zum Jahresende tun. Viele haben gehört, dass das der beste Zeitpunkt ist. Da muss man sich fragen, ob das überhaupt stimmt. Da gehe ich gleich nochmal auf die Frage ein. Aber wie es halt immer so ist, oftmals kommt einem irgendwas dazwischen. Familiäre Verpflichtungen, berufliche Verpflichtungen oder was auch immer. Man kommt nicht genau zum 31.12. weg und die Abreise aus Deutschland verschiebt sich möglicherweise um einige Wochen. Man kann also erst Mitte Januar des neuen Jahres auswandern, vielleicht auch ein paar Monate. Man kann erst zum Beispiel Ende Februar, Ende März auswandern. Und dann fragt man sich natürlich, was bedeutet das jetzt wirklich für die Steuerpflicht? Heißt das jetzt, dass ich für das ganze Jahr, sagen wir mal 2026, noch steuerpflichtig bin? Muss ich für das ganze Jahr eine Steuererklärung einreichen? Muss ich auf mein weltweites Einkommen dann in Deutschland noch Steuern bezahlen? Oder möglicherweise sogar warten ein Jahr, bis ich dann wirklich auswandern kann? Was sind hier so die Regeln, mit was muss ich rechnen? Beschäftigen wir uns zunächst mal mit der Frage, warum so viele eigentlich Ende des Jahres auswandern wollen, sozusagen noch im alten Jahr und im neuen Jahr gar nicht mehr in Deutschland leben wollen. Das hat einfach folgenden Grund. Mal angenommen, du wanderst jetzt zum 10. Januar 2026 aus, weil du es nicht mehr schaffst zum 31.12.2025, dann musst du für das ganze Jahr 2026 in Deutschland noch eine Steuererklärung einreichen als unbeschränkt Steuerpflichtiger. Das heißt, du musst deine weltweiten Einkünfte in dieser Steuererklärung dann nennen, auch wenn du natürlich nicht für diese weltweiten Einkünfte dann steuerpflichtig bist, diese sich aber darauf auswirken, wie hoch die steuerliche Belastung auf deine anderen Einkünfte sind, die noch in Deutschland entsprechend steuerpflichtig sind. Und um das zu vermeiden, weil man eben nicht für das ganze Jahr noch Rechenschaft in Deutschland ablegen will, weil man auch möglicherweise dem deutschen Staat nicht erzählen will, was man weltweit verdient, weil man den ganzen Aufwand nicht will, weil man sich ja auch von dieser Gefangenschaft und von dieser Zwanghaftigkeit befreien will. Deswegen wandern eben dann viele doch genau zum Jahreswechsel aus oder eben zumindest im Dezember, damit man dann im neuen Jahr sauber ist und einen möglichst korrekten und cleanen Schnitt hat zum Jahresende und dann im neuen Jahr keine Steuererklärung mehr einreichen muss oder zumindest keine als unbeschränkt Steuerpflichtiger. Möglicherweise hat man noch Mieteinnahmen in Deutschland. Dann wird man ohnehin noch als beschränkt Steuerpflichtiger eine Steuererklärung einreichen müssen. Also eines scheint demnach klar zu sein, wenn du auch nur wenige Tage nach dem Jahreswechsel umziehst, dann wirst du noch eine Steuererklärung in Deutschland einreichen müssen für das gesamte neue Jahr und dort deine weltweiten Einkünfte nennen müssen, auch wenn du, wie gesagt, diese nicht in Deutschland versteuern musst. Aber stimmt das wirklich? Nun, hier müssen wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das hängt natürlich davon ab, was in dieser Zeit, wo du in Deutschland bist, noch wirklich passiert. Wenn du in dieser Zeit keine Einkünfte hast, ja, dann wirst du natürlich auch keine Steuererklärung einreichen müssen. Endet dein Job zum Beispiel vor Jahresende, wenn du dein Gewerbe abgemeldet hast, wenn du keine Kapitalerträge bekommst oder sonst irgendwas, wenn du tatsächlich überhaupt keine Einkünfte hast, dann musst du natürlich auch keine Steuererklärung abgeben. Aber da zählen natürlich auch Mieteinnahmen und so weiter dazu. Das heißt, da darf schon wirklich dann nichts in Deutschland anfallen. Aber wenn du es dir genau anschaust, sagen wir mal, du kannst zum 15.01. umziehen, dann müsste man es relativ einfach steuern können, dass in diesen ersten 15 Tagen dann keine Steuerpflicht vorliegt. Aber es gibt natürlich einen anderen Punkt, der ebenfalls sehr wichtig ist. Du darfst natürlich auch im Ausland in dieser Zeit keine Einkünfte haben, denn diese Einkünfte im Ausland werden ja auch noch in Deutschland zu versteuern. Also, wie gesagt, mal angenommen, du verlässt Deutschland zum 15.01. oder zum 31.01. und du hast überhaupt keine Einkünfte, weder im Inland noch im Ausland, dann wärst du dir demzufolge auch nicht verpflichtet, in Deutschland eine Steuererklärung einzureichen. Denn du bist ja nur bis zu deinem Wegzug unbeschränkt steuerpflichtig, wirst aber für das gesamte Jahr als unbeschränkt steuerpflichtig veranlagt, musst also deine weltweiten Einkünfte angeben.
Wie gesagt, diese weltweiten Einkünfte beeinflussen aber nur, wie das Einkommen, was du erzielt hast, bis zum 15.01., bis zum 31.01. noch besteuert wird. Hast du aber kein Einkommen, musst du dir noch keine Steuererklärung einreichen und dann kann es dir auch egal sein, ob du letztlich als unbeschränkt steuerpflichtig veranschlagt wirst oder nicht. Denn es gibt ja keine in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte, auf die dann ein erhöhter Steuersatz angewandt werden würde. Also, wenn du das kannst, wenn du das steuern kannst, dann wäre es natürlich sehr sinnvoll, dass du in dieser Zeit, wo du noch in Deutschland bist, keine Einkünfte hast. Nicht immer lässt sich das ja tatsächlich steuern. Also wenn du noch zum Beispiel in Deutschland beruflich tätig bist oder wenn du etwas vermietest, selbst wenn dir die Miete erst etwas später ausbezahlt wird, du verdienst ja einfach letztlich dadurch Mieteinnahmen, dass du die Wohnung vermietet hast. Ja, also das heißt, wenn du Mieteinnahmen bekommst für eine Periode, wo du in Deutschland gewohnt hast, dann würden die in diesem Fall noch unter die unbeschränkte Steuerpflicht fallen und erst später dann in die beschränkte Steuerpflicht. Also, wenn du das steuern kannst, dann ist es natürlich gut, weil dann könntest du eben verhindern, dass du eine Steuererklärung einreichen musst und dann auch entsprechend deine weltweiten Einkünfte erklären müsstest. Eine andere Variante, die auch Mandanten von uns schon angewandt haben, zusammen mit Steuerberatern, die wir hier empfohlen haben, ist folgende. Nehmen wir einmal an, du hast Einkünfte. Nehmen wir einmal an, du verlässt Deutschland erst am 31.01. und hast jetzt noch ein paar tausend Euro Einkünfte. Sagen wir mal Mieteinnahmen oder sagen wir mal, du hast doch ein Einzelunternehmen und hast da noch etwas verdient oder vielleicht warst du da noch angestellt und hast dort auch noch Gehalt bekommen. Sagen wir mal, du hast in diesem einen Monat im Januar 2026 5.000 Euro verdient. So, was man jetzt eigentlich tun wird, ist Folgendes. Deine unbeschränkte Steuerpflicht endet am 31.01.2026. Das ist ja der Zeitpunkt, wo du Deutschland verlässt, wo dein Wohnsitz aufgegeben wurde. Dann musst du eine Steuererklärung einreichen in Deutschland für das ganze Jahr. Du hast zum einen mal die Einkünfte, die in Deutschland steuerpflichtig sind, bis zum 31.01. Dann musst du aber deine weltweiten Einkünfte für das ganze Jahr dann angeben. Und diese Einkünfte wirken sich darauf aus, wie hoch die Einkünfte, die du im ersten Monat dann in Deutschland hattest, in Deutschland versteuert werden müssen. Das heißt, wie viel Steuer du auf die 5.000 Euro bezahlst, die du im ersten Monat in Deutschland verdient hast. Wie gesagt, deine ausländischen Einkünfte musst du zwar angeben, aber nicht versteuern. Wenn du jetzt dem Finanzamt freiwillig sagst, ich versteuere diese 5.000 Euro mit dem Höchststeuersatz, dann ist es meistens so, dass das Finanzamt deine weltweiten Einkünfte nicht wissen will. Weil nochmal, das Finanzamt will deine weltweiten Einkünfte nur deswegen wissen, damit sie den Steuersatz auf deine in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte bestimmen kann. Wenn du sagst, du bezahlst sowieso den Höchststeuersatz, dann brauchst du auch deine weltweiten Einkünfte nicht offenlegen. Und da ja die Einkünfte, die du im ersten Monat erzielt hast, in Anführungszeichen nur 5.000 Euro sind, ist es dir vielleicht egal, ob du hier den Höchststeuersatz auf diese Einkünfte bezahlen musst, wenn du davon den Vorteil hast, dass du nicht kompliziert eine Steuererklärung ausarbeiten musst, wo du dein weltweites Einkommen offenlegen musst. So, also summa summarum, wenn du es nicht schaffst, bis zum 31.12. auszuwandern und du bist noch länger in Deutschland, dann hast du am wenigsten Probleme, wenn diese Zeit möglichst kurz ist. Und wenn du in dieser Zeit möglichst gar keine Einkünfte hast, dann wirst du in der Regel komplett auf die Abgabe einer Steuererklärung verzichten können. Sprich das aber bitte mit deinem Steuerberater nochmal ab, lass dir das von ihm bestätigen. Hast du in dieser Zeit Einkünfte erzielt und dann musst du diese in Deutschland versteuern, dann musst du deine weltweiten Einkünfte angeben. Wenn du das verhindern willst, solltest du mit deinem Steuerberater darüber sprechen, dass er freiwillig beantragt, dass die in Deutschland erzielten Einkünfte mit Höchststeuersatz versteuert werden sollen. Das natürlich immer unter der Annahme, dass deine Einkünfte jetzt nicht besonders hoch sind, ja. Wenn natürlich jetzt Zehntausende, Hunderttausende in dem einen Monat noch verdient hast, mag es natürlich viel mehr Sinn machen, dein weltweites Einkommen für die Berechnung des Steuersatzes heranzuziehen. Dann sparst du natürlich ordentlich Geld, anstatt jetzt ja über 40% an Höchststeuersatz zahlen zu müssen. Das ist ja völlig klar. Aber das verstehst du selbst und ein Steuerberater versteht das auch. Und die dritte Stufe ist eben dann, dass du dein gesamtes weltweites Einkommen für dieses Jahr erklärst. Möglicherweise ist das ja auch nicht schlimm, wenn du keine Einkünfte hast zum Beispiel oder deine Einkünfte sind sowieso nur die deutschen Einkünfte, dann ist es ja sowieso komplett egal. Da kann dir auch die Frist zum 31.12. eigentlich egal sein. Also man kann sagen, es gibt einen kleinen Vorteil, wenn man direkt zum 31.12. umzieht, dann ist es einfach am saubersten. Aber selbst wenn es nicht der Fall ist, macht es in der Regel keinen großen Unterschied. Man hat eben ein bisschen Rumrennerei. Man muss ein bisschen organisieren hier. Das ist natürlich nicht jetzt ganz schön, aber in der Regel eigentlich fürs praktische Leben, egal ob du das zum 31.12. schaffst oder nicht.
In diesem Sinne, wenn auch du dich mit dem Thema Auswanderung beschäftigst, jetzt zum Jahreswechsel oder irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich in die Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten genau bei solchen Fragen zu unterstützen. Die rechtssichere, korrekte Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz, zweite Staatsbürgerschaften und natürlich den Aufbau neuen Vermögens. Ich habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Ich habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich habe diesen Schritt bis heute nie bereut. Ich denke, du wirst das auch nicht tun. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.